Come Easy, bundling forces and initiatives to empower strong local climate action. The main goal of the Come Easy project is to synchronize the European Energy Award and the Covenant of Mayors to support local authorities in managing and implementing sustainable energy and climate policies. The Come Easy tools have already been tested in 18 ambassador municipalities. One of them is the German city of Lörrach. Lörrach was labeled with the European Energy Award Gold for the first time only in 2010 and has been a signatory of the Covenant of Mayors since 2009. Today we are very pleased to talk to Mr. Bienhülz, the energy advisor of Lörrach. Das EU-Projekt Come Easy zielt darauf ab, die Instrumente des European Energy Awards und des Konvent der Bürgermeister zu synchronisieren, um so positive Synergien zu nutzen und den Arbeitsaufwand für Kommunen zu verringern. Gleichzeitig soll hierdurch vor allem auch das Engagement zur Erreichung der EU-Klimaziele gestärkt werden. Über das klimapolitische Engagement der Botschaftergemeinde Lörrach und die Teilnahme an dem EU-Projekt Come Easy sprechen wir jetzt mit dem Energieberater der Stadt Lörrach. Herzlich willkommen, Herr Bienhülz. Guten Tag, Herr Burmeister. Herr Bienhülz, Sie sind Energieberater der Stadt Lörrach und wir haben in dem Projekt Come Easy gemeinsam an der Erstellung Ihres CCAPs gearbeitet. Die Stadt Lörrach wurde 2010 erstmals mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet und gehört bereits seit über 10 Jahren zu den Unterzeichnern des Konvent der Bürgermeister. Viele sehen die Stadt Lörrach daher als eine der Vorreiterkommunen in Sachen Klimaschutz. Herr Bienhülz, können Sie uns bitte einen kurzen Überblick geben, warum Sie damals dem EEA und dem Konvent der Bürgermeister beigetreten sind und welche Vorteile sich für Lörrach durch die Teilnahme an den beiden Initiativen ergeben? Den European Energy Award, den haben wir eigentlich schon im Jahr 2000 durch unsere schweizerische Nachbargemeinde Rien kennengelernt. Rien war damals die beste Energiestadt in der Schweiz und wurde mit dem Label Energiestadt, das ist der Vorläufer des European Energy Award, der aus der Schweiz stammt, ausgezeichnet. Und Rien hat uns da auch sehr geholfen, den Gemeinderat und alle Beteiligten noch zu überzeugen, dass wir eben auch an diesem Verfahren teilnehmen. Uns hat damals beeindruckt, dass der Energy Award ein Managementverfahren für die Klimaschutz- und Energiepolitik der gesamten Verwaltung ist. Beim Energiemanagement war es ja sonst so, dass man nur auf die Gebäude geschaut hat. Mit dem EEA, also dem European Energy Award, haben wir dann auch die Bereiche Verkehr, Stadtplanung und auch Ver- und Entsorgung in die Aktivitäten einbezogen. Und ja, viele Fachbereichsleiter haben sich damals auch gewundert, dass sie überhaupt etwas mit Energie zu tun haben oder mit Klimaschutz. Das war den wenigsten bewusst. Und inzwischen ist es aber eine Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben dann auch sehr schnell festgestellt, dass der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der Verwaltung nur ungefähr 2% der gesamten Stadt ausmachen. Und wir brauchen eigentlich ein Instrument, mit dem wir über die Stadtverwaltung hinaus aktiv werden. Und da hat uns der Covenant of Mayors geholfen mit den konkreten Zielvorgaben, die auf die gesamte Stadt abzielen. Und die Teilnahme am COM war für uns da vor allem dadurch motiviert, dass wir damit die gesamte Stadt in die Klimaschutzaktivitäten einbinden wollten. Und wir haben daraufhin nicht nur den COM unterzeichnen lassen von unserer damaligen Oberbürgermeisterin, sondern wir haben dann im Anschluss auch eine Klimaschutzstudie, die Studie Klimaneutrale Stadt Lörrach, die dann vom Land Baden-Württemberg auch gefördert wurde, erstellen lassen. Und damit konnten wir auch quantitative Klimaschutzziele festschreiben. Das war dann konkret das Ziel, bis 2050 klimaneutrale Stadt zu werden und die CO2-Emissionen dann jährlich um 1,5% zu senken. Ein großer Vorteil von beiden ist eigentlich, dass man sich sowohl mit dem EEA als mit dem Covenant of Mayors eine Basis schafft, die aus festgelegten Zielen und einer geeigneten Organisationsstruktur besteht. Und damit werden die Themen Klimaschutz und Energieeinsparung und auch jetzt Klimaanpassung nicht nur auf eine Person in der Stadtverwaltung reduziert, sondern das ganze Thema bekommt einen wesentlich größeren Rahmen, den es auch braucht, weil das kann nicht nur ein Ein-Mann-Unternehmen sein. Dadurch bekommen dann die Klimaschutzaktivitäten einen deutlich größeren politischen Rückhalt, sowohl innerhalb der Verwaltung, vom Oberbürgermeister oder Bürgermeister bis hin zum Gemeinderat.
Bei den Instrumenten ist natürlich jetzt gemeinsam, dass man viele Daten und regelmäßig auch Daten erfassen muss und aktualisieren muss und dass darauf aufbauend die Daten auch, auf diesen Daten eine Berichterstattung erfolgt. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede von EEA und Covenant of Mayors. Der COM, der verwendet als Betrachtungsgröße die CO2-Emissionen, wie das ja auch durch die CO2-Ziele dann auch hinterlegt ist. Und beim EEA ist es etwas anders, weil man da eigentlich die Aktivitäten der Kommune bewerten wollte und sich da ein Punktesystem ausgedacht hat, das eigentlich den Umsetzungsgrad der einzelnen Maßnahmen bewertet. Unsere Zuhörer interessieren sich natürlich auch ganz konkret für das Projekt ComEasy und die Motivation hinter ihrer Teilnahme an dem Projekt. Können Sie uns erläutern, welche Vorteile sich für Sie bzw. die Stadt Lörrach durch die Teilnahme an dem Projekt ComEasy ergeben haben? Es werden in beiden Instrumenten sehr viele Daten erhoben und verwaltet. Und das ist auch erforderlich, damit man ein effektives Management dort machen kann. Aber wir wollen natürlich in der täglichen Arbeit uns nicht nur mit Datenerfassung beschäftigen, sondern vor allem auch Maßnahmen umsetzen. Und von daher möchten wir den Aufwand für die Datenerfassung und auch Datenpflege so gering wie möglich halten. Und das war jetzt der Charme auch beim Projekt ComEasy, dass man eben genau da Vereinfachungen schaffen möchte und vor allen Dingen da, wo Daten sowohl beim EEA als auch beim Covenant of Mayors gleich verwaltet werden, also die gleichen Daten verwendet werden. Da muss man ja nicht immer die Arbeit doppelt machen, dass man in beiden Systemen arbeitet und schauen muss, dass die Daten auch richtig sind und gepflegt werden. Und da ermöglicht es jetzt das Projekt ComEasy, die Daten, die zum Beispiel im EEA-Tool erfasst sind, dass man daraus einfach einen SECAP für den Covenant of Mayors erstellen kann, beziehungsweise die Daten übertragen kann. Und dadurch reduziert sich natürlich der Aufwand für die Erstellung des SECAP deutlich. Zum Beispiel lassen sich Emissionsbilanzen im EEA-Tool erstellen, die dann als Excel-Datei exportiert werden können und für den SECAP wiederverwendet werden können. Aus unserer Sicht jetzt auch wichtig ist dabei, dass man durch diesen Datenaustausch auch sicherstellt, dass in allen verwendeten Tools die gleichen Daten verwendet werden. Wichtig ist natürlich auch noch bei ComEasy, man hat eine neue Bibliothek der guten Beispiele angelegt. Und da lassen sich natürlich sehr viele Anregungen für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung finden, die uns auch immer wieder helfen, dann neue Projekte aufzugleisen oder wenn wir schon eine Idee haben, nochmal zu schauen, wie haben es andere gemacht, was kann man da übernehmen. Da muss man nicht das Rad immer neu erfinden. In der Bibliothek der guten Beispiele als auch auf der Webseite des Konvents der Bürgermeister berichten Sie als Stadt Lörrach über das Neubaugebiet Belist als Mustersiedlung. Können Sie uns etwas über dieses Projekt erzählen? Im Baugebiet Belist haben wir sehr viele Aspekte vereinigt. Also wenn man so will, kann man das als integrierte Handlungsansätze bezeichnen oder integrierten Handlungsansatz bezeichnen. Wir haben halt versucht, sowohl Klimaschutz als auch Klimaanpassung dort mitzudenken, auch frühzeitig mitzudenken. Und so haben wir zum Beispiel auch die sehr guten Energiestandards, die wir formuliert haben, in den Kaufverträgen des Baugebiets festgeschrieben. Neu waren für uns vor allem die Themen Elektromobilität und Klimaanpassung, die wir dort auch mit reingenommen haben. Bei der Elektromobilität haben wir zum Beispiel eine Ladesäule in Verbindung mit einem Carsharing-Parkplatz installiert und das bereits zu Beginn der Erschließung des Baugebiets. Das heißt, die Ladesäule, die stand schon, bevor auch das erste Haus gebaut wurde. Also gibt es auch ein sehr schönes Bild dazu, wo die einsame Ladesäule dort auf dem Gelände steht. Die Überlegungen zur Klimaanpassung wurden ebenfalls umfassend berücksichtigt, indem die Gebäude so angeordnet wurden, dass eine natürliche Luftströmung aus dem angrenzenden Waldhang durch das Baugebiet strömen kann und so einer Überhitzung entgegenwirkt. Aber es gibt natürlich eine ständige Weiterentwicklung der Anforderungen. Man muss natürlich auch jedes Baugebiet wieder neu beurteilen. Das heißt, wir können zwar aus dem Baugebiet Belist sehr viele Erfahrungen mitnehmen für diesen integrierten Handlungsansatz, den wir auch übertragen können, aber es sind natürlich auch immer wieder neue Aspekte mit zu berücksichtigen. Im Grundsatz hat sich das aber bewährt, was wir in Belist gemacht haben. Und wir sind jetzt auch bei Bühl 3, bei dem neuen Baugebiet, auf einem guten Weg, diese Sachen umzusetzen und das, was wir in Belist vielleicht noch nicht umsetzen konnten, dort auch mit einzubauen.
Herr Wienölz, herzlichen Dank für den interessanten Einblick hinter die Kulissen einer der Vorreiterkommunen in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung. Ich wünsche Ihnen und der Stadt Lörrach für die Zukunft alles Gute und hoffe natürlich, dass Sie Ihre ambitionierten Klimaziele erreichen können. Ja, danke schön. Wir werden weiter daran arbeiten.